Das hat ja jetzt wohl eher nicht so gut geklappt. Wer den Kanal schon ein bisschen länger kennt, weiß vielleicht, dass ich in diesem Benno schon mal geflogen bin. Und ich war dieses Jahr wieder in Kroatien und konnte es mir nicht nehmen lassen, an diesem Ort nochmal fliegen zu gehen. Leider hat das Ganze dieses Mal nicht so gut geklappt. Ich bin beim dritten Akku mit der Kamera direkt oben auf dieses Dach gecrashed oder auf diesen Rand von diesem Loch und dabei hat sich die GoPro von der Drohne gelöst und ja, die muss jetzt da irgendwie wieder runterkommen. Dementsprechend habe ich geschaut, ob ich da irgendwie wieder hochkommen kann, aber es gab weder eine Feuerleiter noch innen irgendwie eine Möglichkeit hochzuklettern und das Gebäude ist leider auch wirklich sehr hoch. Ich habe mich mal als Größeneinheit hier genommen, ich bin ca. 1,90 groß und ja, ich passe hier ziemlich genau dreimal rein, das heißt das Gebäude ist so ca. 5,70 Meter an der Außenseite hoch und in der Mitte ist das Dach natürlich auch nochmal ein bisschen höher, also wahrscheinlich so 6,50 Meter ungefähr. Dementsprechend gefährlich wäre das Ganze auch da hochzuklettern. Also brauchte ich eine andere Idee. Die GoPro liegt hier oben in der Mitte zwischen diesen zwei Löchern auf dem Dach und mein Plan ist es jetzt, die GoPro mit der FPV-Drohne hier einmal über diese Kante zu schubsen, indem ich da einfach in sie reinfliege. Das Problem daran ist, dass das Dach natürlich so gewölbt ist und nach links hin abfällig ist und da, wo ich jetzt gerade so rot einzeichne, eine ziemlich hohe Kante ist, wo die GoPro nicht mal eben einfach drüber rollen könnte. Das heißt, ich muss hier diesen grünen Bereich treffen, weil nur da kann die GoPro einfach so mal eben drüber rollen. Aber schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze dann so lief. So, das hat ja jetzt eher nicht so gut funktioniert. Die GoPro ist da unten genau gegen diese Kante geflogen. Und ja, ich versuche jetzt einfach noch die quasi da vorne ans Eck zu kriegen und vielleicht da auch über die Kante an der Seite zu schubsen. Und damit ist die GoPro jetzt an einem Ort, wo ich mit der FPV-Drohne wirklich nicht mehr viel machen kann. Also musste ein neuer Plan her. Die Regenrinne fiel für mich raus als Plan, weil ich nicht wusste, ob die nicht vielleicht verstopft war, auch wenn sie nach unten hin geöffnet war. Also war der Plan jetzt irgendwie an die GoPro ranzukommen und sie einmal hier nach vorne und dann seitlich über die Kante drüber zu ziehen. Dafür habe ich mir vor Ort Schrott zusammengesucht und im ersten Versuch waren das einfach ein paar dünne PVC-Rohre, die ich gefunden habe, die ich dann mit Kabelbindern aneinander befestigt habe und ganz am Ende dann mein Lanyard von der Funke dran gehängt habe. Das Ganze war aber leider viel zu instabil, als dass ich da irgendwie eine Kontrolle drüber hätte und deswegen habe ich diesen Versuch dann ganz schnell wieder abgebrochen und bin nochmal auf die Suche gegangen.
Dann habe ich ein unbenutztes Abflussrohr gefunden. Keine Ahnung, warum das da rumlag. Und dann noch so eine Stahlstange, wie sie öfter mal in Beton zu finden ist. Und am oberen Ende noch mit Kabelbindern noch so eine dünnere Stahlstange befestigt und die so ein bisschen wie so ein Haken geformt. Und damit habe ich dann versucht, die GoPro zu angeln. Währenddessen hat mir meine Frau den Controller von der DJI Mini 2 hingehalten, damit ich auch von oben sehe, was ich da gerade am machen bin, weil sonst wäre das Ganze ja ziemlich blind gewesen und hätte niemals funktionieren können. Ich habe dann noch mehrfach diese dünne Stahlstange am Ende ein bisschen anders verbogen, damit ich noch vielleicht ein bisschen besser dran komme und die Chance, dass das Ganze dann irgendwie klappt, noch ein bisschen höher ist. Aber seht selbst. Die Regenrinne war zum Glück komplett frei und nicht verstopft und die GoPro ist auch nirgendwo hängen geblieben, aber das konnte man halt von außen natürlich nicht sehen. Von dem her pures Glück, dass das jetzt so geklappt hat, aber manchmal braucht man das auch einfach. Das Beste an der ganzen Situation mit der Regenrinne ist eigentlich auch, dass ich bei dem Versuch, die GoPro vorne drüber zu ziehen, dieses Brett auch schön über die Regenrinne drüber gezogen habe und die GoPro dementsprechend da gar nicht hätte durchfallen können, aber ich das dann glücklicherweise später bei dem Versuch, die GoPro da drüber zu ziehen, auch wieder freigeschoben habe. Ja, von dem her Glück im Unglück am Ende und die GoPro ist heile bei mir wieder angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch ein Like, vielleicht lasst ihr einen Sub da und dann sieht man sich im nächsten Video wieder. Ciao.